Ja, herzlich willkommen zu einem Special Talk hier mit Pastor Chavez. So good to have you here. So good to have you here, Marian, translating. And wir hatten eine wunderbare Message über, wie können wir empfangen. Wie können wir uns positionieren, damit wir empfangen von Gott? Und wenn du die Message noch nicht angehört hast, dann schau das unbedingt an, ist verlinkt in diesem YouTube-Clip. Hey, so, Pastor, maybe you can tell me. So, I listened to that. Ich habe zu dieser Message, habe sie angehört und gedacht, okay, stark. Jetzt, ich verändere, was ich höre, ich verändere, was ich denke, ich verändere, was ich spreche. Ich habe alles gemacht und vielleicht ist jetzt jemand hier, sagt, ich habe alles gemacht und das Wunder ist immer noch nicht eingetroffen. Was mache ich falsch? Yeah. You didn't do anything wrong. Du hast nichts Falsches gemacht. When I talk about how to receive from God, Wenn ich davon rede, wie man von Gott empfangen kann, we're not just talking about miracles geht es nicht nur um Wunder or a very specific one thing, oder irgendetwas ganz even though Spezifisches, we obviously believe in that. obwohl wir an das glauben. We're talking about every day Wir reden über unseren Alltag, growing in our ability to receive from God, dass wir im Alltag wachsen können, damit wir von Gott empfangen hear from können, God, von Gott hören obey können, God, ihm gehorchen, walk in more and more freedom. mehr und mehr in Freiheit leben. And I can say that now in 25 years of walking with Jesus. Und nachdem ich jetzt 25 Jahre mit Jesus unterwegs bin, Some things came really quick to me. kann ich sagen, einige Sachen sind ganz schnell passiert Other things took way longer than I thought. und andere Sachen sind haben viel länger gedauert, als ich gedacht habe. And I think that would be true with everybody. Und ich glaube, das ist wahr mit allen Personen. Wie haltest du dann deinen Glauben an deinem Aussprache, auch deinem Denken fest in der Wartezeit? Also wenn ich da zurückdenke an die Message, da ist diese Frau, die hat das gemacht, die kam und dann hat berührt und es ist, also jetzt, vielleicht eben, die hat ja lange nichts erlebt. Oder was wenn sie jetzt dann nicht erlebt hätte? Wie würdest du dann damit auch umgehen? Yeah, I think that the picture of her reaching out to Ich Jesus glaube, dieses Bild, wo sie wirklich nach Jesus sich haltet, should be more than just a one-time miracle. sollte mehr sein als einfach ein einmaliges Wunder. It should be the picture of how we live our life. Es sollte ein Bild sein von wie wir unser Leben leben. So I'm constantly reaching out to Jesus, Also ich halte mich immer nach Jesus aus. trying to hear from Ich Jesus, versuche von ihm zu hören. staying close with Jesus. Ich bleibe nahe bei Jesus. And there are moments where there's a miracle. Und es gibt Momente, wo es ein Wunder gibt. There's moments when it doesn't happen, Und es gibt Momente, da passiert nichts. like I thought it was going to happen. Aber es passiert nicht so, wie ich dachte. And that's part of the journey of faith. Und das ist die Reise von Glauben In the book of Hebrews, in Hebräer. it says that we are to learn from the people's faith and patience. Steht, dass wir vom Glauben und von Geduld von den Menschen lernen müssen. So all the Old Testament heroes, Also alle Heroes aus dem Alten Testament, Moses, Mose, Elijah, Ezekiel, on and on, faith and patience. es ist wirklich Glaube und Geduld. Because we're reading these things in a verse, Denn wir lesen diese Sachen in einem Vers, in a chapter. in einem Kapitel. Well, Moses' life was 120 years. Moses lebte 120 Jahre lang. Abraham didn't have a child for 100 years. Abraham hatte kein Kind 100 Jahre lang. This woman, 12 years. Und diese Frau da mit 12 Jahren. So I have faith for right now, Das heißt, ich habe für jetzt im Moment Glaube, but I have patience for God's timing. aber ich habe Geduld für And Gottes I have Zeit. to live in that. Und ich muss da drin So leben. gut. Ich war wirklich ermutigt auch über das ganze Punkt, dass Gott ist der uns Glaube gibt. Es ist nicht, dass ich der produziere und der Glaube kommt vom Hören. Jetzt, vielleicht gibt es Leute, die hier, du schaust online zu und sagst, ja, aber das führt mich eher dazu, dass ich die Bibel lese, damit ich Glaube bekomme und wir fangen an, versuchen eben trotzdem dann unser Glaube zu produzieren, indem dass wir möglichst viel Bibel lesen. Wie können wir das Hören immer noch hören, aber nicht aus der Haltung,
damit unser Glaube wächst, sondern, ja, verstehst du die Spannung? Yep. I think it is a tension Es that I ist eine think Spannung we'll always deal with on some level und wir werden immer damit kämpfen müssen, while we're renewing our mind. werden wir unsere Gesinnung verändern. So the Pharisees in the New Testament knew the Bible, Also die Pharisäer im Neuen Testament, sie kannten die Bibel. but Jesus said, "You do not know the word," Aber Jesus sagte, ihr kennt das Wort but they had nicht. it memorized. Aber sie kannten sie auswendig. Well, so that's crazy. Das ist ja krass. So it's because they approached it wrong. Und das ist, weil sie mit der falschen Haltung hingekommen sind. So I don't go to the word to just find things or just learn Also ich gehe nicht in das Wort hinein, um einfach etwas zu finden oder zu lernen or just find an emergency verse. oder einfach so ein Notfallvers finden. I'm receiving from God's gift that is his word. Und ich möchte empfangen von Gottes Geschenk und das ist sein Wort. It's his mind. Es ist seine Gesinnung. The Bible's called the Logos. Und in der Bibel steht Logos. It's where we get logic. Und daher kommt unsere Logik. It's the logic of God, Es ist Gottes Logik, the opinion of God, Gottes Meinung, the mind of God. Gottes Gesinnung. So I don't just go to the word to try to get something Also ich gehe nicht einfach in die Bibel, um etwas zu erhalten. or just try to, all right, I'm going to get faith when you have to approach it relationally. Oder ich werde einfach Glauben bekommen, sondern du musst die Bibel mit einer Haltung von einer Beziehung hinlesen. And then God gives the faith. Und dann gibt Gott uns sein Glaube. So it's not like, okay, I'm going to read 10 chapters, my faith is going to grow. Also es ist nicht, dass wenn ich jetzt 10 Kapitel lese, wird mein Glaube wachsen. I'm going to spend time with God, Ich werde Zeit mit Gott verbringen and God's going to cause my faith to grow. und Gott wird So it es is a bewirken. different approach. And 2 Corinthians 3 Also Gott wird es bewirken und im 2. Korinther 3 steht, says that we behold him, dass wir ihn sehen, and then we become like him. werden wir wie er. So behold, Also betrachte ihn, sehen, Become. werden. so it's in the beholding, Also es ist wirklich in diesem Betrachten. not trying, Nicht probieren, looking unto Jesus. sondern dass wir auf Jesus hinaufschauen. So stark, Beziehung zuerst. Vielleicht zum Schluss, dass der Punkt, das Hören ist entscheidend, weil das verändert unser Denken. Gibt es jetzt Dinge, die du sagst, das mache ich nicht mehr? Also zum Beispiel für mich kommt in den Sinn, der Smigglesworth, der sagte, hey, bei mir kommt keine Zeitung ins Haus. Und dann der Billy Graham sagte, ich habe in einer Hand die Bibel und an der anderen habe ich die Zeitung. Wie gehst du mit dem um? Wo gibt es Dinge, wo du sagst, da schaue ich ganz bewusst drauf, was ich in mein Hören reinlasse, weil eben du sagst, ja, wir werden, was wir essen oder was wir eben reinlassen. So here's my basic rule. Also da ist jetzt meine Regel. I'm informed, Ich bin informiert, but I'm not obsessed. aber ich bin nicht überkommen von dem. So I watch the news, Also ich schaue See what's die going on in the Nachrichten, world. schaue mal, was auf dieser Welt passiert. try to be relevant on what's happening in life, Ich versuche, das Relevante im Leben zu kennen, but I'm not obsessed. aber ich lasse es mir nicht zu fest in mir And reinkommen. my priority is meditating on the Word of God. Und meine Priorität ist wirklich, das Wort Gottes zu meditieren. And then I can actually now judge my thoughts and my speech Und ich kann jetzt eigentlich das, was ich denke und was ich spreche, so beurteilen by this principle. mit diesem Prinzip. So I can say, man, I'm getting really negative, Und da kann ich sagen, oh ja, irgendwie werde ich richtig negativ. or I'm uniquely tempted, weird, you Oder ich know? bin auf ganz komische Art und Weise versucht. Or my words are really, toxic. Oder meine Worte sind so richtig schlecht. I know I need more of the Word. Dann weiß ich, dass ich mehr von Gottes Wort So brauche. in Ephesians 6, In Epheser 6 steht, Paul says, when the day of evil comes, Paulus sagt, wenn der Tag des Schlechten kommt, put on the full armor of God. setze den ganzen So Die Waffenrüstung an. Waffenrüstung an. So when the day of evil comes, which means there are moments of intensified warfare. Also wenn dieser schlechte Tag kommt, das heißt, es gibt Momente, wo wir wirklich mehr kämpfen müssen, wo es viel strenger ist. And you got to get the sword of the Spirit.
Und dann musst du diesen Schwert nehmen. So I don't read 10 chapters a day every day. Also das heißt nicht, dass ich jeden Tag 10 Kapitel lese. Sometimes it's just a few chapters a day. I meditate on some psalms or things like that. Manchmal sind es einfach ein paar Kapitel oder ich meditiere über einige Psalmen. But sometimes I feel like I'm under attack. Aber manchmal fühle ich mich richtig, wie wenn ich unter And einer it's Attacke like bin. no TV, Und dann ist kein Fernsehen, no non-Christian music. kein nicht-christliches Musik. It's going to be worship and the word and sermons, and I'm going to take Dive up the into, sword of the yeah. Spirit. Es wird Lobpreis sein, es wird you- Gottesdienste sein, es wird das Wort sein. Ich werde diesen Schwert des you feel Geistes that, nehmen. yeah. Yeah, thank you so much. Thank you so much for coming. Danke Thank dir you. vielmals. Hey. So stark. Ich hoffe, das hat dich inspiriert. Und ich lade dich ein, wenn du diese Message noch nicht angehört hast, unbedingt schau sie dir an. Wie können wir von Gott empfangen? Kraftvoll und einfach ermutigend. Danke vielmals, warst du ein Teil von diesem Talk. Thank you guys for being here in the studio. Ciao, ciao. Thank you. Ciao.